Hilfe, das ist Toilet Eater. Ich brauche Hilfe. Warum hilft mir keiner? Hörst du das? Das ist doch Rumi und sie schreit nach unserer Hilfe. Aber woher kommen denn ihre Schreie? Die Schreie von Rumi haben aufgehört, aber sie kamen zu 100% aus unserer Toilette. Dann lasst uns schnell hingehen und nachschauen. Schaut es euch an, hier sind die Haare von Rumi in unserer Toilette. Aber was ist mit Rumi passiert? Wenn du weißt, was mit Rumi passiert ist, dann lass jetzt unbedingt ein Like auf unser Video da. Und warum war sie in unserer Toilette? Ich weiß es nicht, aber wir können auf unserer Überwachungskameraaufnahme nachschauen, was mit Rumi passiert ist. Dann los geht's. Ich kann es nicht glauben, auf unseren Überwachungskameraaufnahmen kann man Toilet Eater sehen, wie er Rumi gegessen hat. Dann lass uns keine Zeit verlieren, wir müssen sofort die Aufnahmen anschauen. Okay, hier seht ihr Rumi, wie sie gerade mit dem Toilet Eater kämpft. Aber Rumi gewinnt doch, sie ist doch viel stärker. Bis jetzt sieht alles gut aus, aber Toilet Eater wehrt sich, der Toilettenfresser. Oh nein, schaut mal, Rumi wird einfach in die Toilette gesogen und aufgegessen. Ich kann es gar nicht glauben, der Toilettenesser, also der Toilet Eater hat Rumi aufgegessen. Deshalb lagen auch Rumis Haare auf unserer Toilette. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, dieses Video ist nichts für Kinder. Wir haben hier eine Karte von der Kanalisation, wo sich Toilet Eater überall aufhalten kann. Ihr könnt es sehen, der Toilet Eater hat Rumi gegessen, deshalb ist ihr Kopf in der Toilette. Die Kanalisation ist insgesamt mit 5 Orten verbunden, an welcher sich der Toilet Eater aufhalten kann. Die Kanalisation führt zu einem Gruselwald oder zu einem verlassenen Friedhof. Ebenfalls ist die Kanalisation mit einem Supermarkt verbunden oder mit einem Geisterschiff. Und das Ende der Kanalisation führt zu einer kaputten Baustelle. Wir werden heute alle 5 Orte mit unserer Drohne abfliegen, um Rumi vor dem bösen Toilet Eater zu retten. Ihr habt doch Rumi alle am Anfang des Videos gehört. Sie hat um Hilfe geschrien, weil der Toilet Eater sie fressen will. Wir befinden uns hier oben und fliegen aus diesem Grund direkt zum Supermarkt. Lasst jetzt alle ein Like dafür, Rumi. Und abonniert unseren Kanal. Abonnieren ist kostenlos. Nur so können wir Rumi retten. Wir dürfen jetzt keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen unbedingt sofort die Drohne starten. Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und hoffentlich finden wir Rumi. Weil Toilet Eater hat ja Rumi aufgegessen. Deshalb schauen wir nach und hoffen, dass wir Rumi finden. Wir dürfen nicht zu spät kommen, denn der Toilettenfresser ist richtig böse. Wir müssen Rumi retten. Nein, ist die Toilette. Und siehst du mal, sie rennt weg. Wohin rennt die Toilette? Ich weiß es nicht. Wir müssen unbedingt hinterher fliegen. Ich habe den Toilet Eater verloren. Er war doch gerade noch hier. Wir dürfen ihn auf keinen Fall verlieren. Ihr habt ja gesehen mit Rumi. Er war richtig schnell, Leute. Und ihr wisst ja, Rumi wurde einfach von der Toilette aufgegessen. Und der Kopf von Rumi hat rausgeguckt. Er ist umgedreht und weggefahren. Aber jetzt sind wir hier bei dem Parkplatz von dem Supermarkt und ich sehe überhaupt nichts. Ich fliege gerade den ganzen Parkplatz von oben ab, aber hier ist keiner. Keine einzige Person. Wo ist Rumi und wo ist der Toilet Eater? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur eins. Hier ist nicht mal ein Auto auf dem Parkplatz. Kann es vielleicht sein, dass die in den Supermarkt rein sind? Ihr lasst jetzt auf jeden Fall ein Like da. Wir müssen Rumi retten und das schaffen wir nur, wenn du jetzt ein Like auf dieses Video gibst. Und abonniert gerne unseren Kanal. Abonnieren ist komplett kostenlos. Okay, wir fahren hier weiter. Da unten ist ein Auto. Jetzt ist ein Auto da. Dann weißt du was, wir müssen mal aus dem Parkplatz raus. Vielleicht ist jemand auf die Straße gegangen. Da rechts war was. Freunde, ich habe hier gerade rechts neben dem Parkplatz ein Gelände gesehen. Richtig viele Toiletten, glaube ich. Bist du dir ganz sicher? Leute, wir müssen dahin fliegen, oder? Ja, natürlich, da müssen wir nachschauen. Da könnte ja auch Rumi sein. Wir fliegen jetzt mit euch dahin. Ich habe da eine Vermutung. Ich habe da mehrere Toilet Eater gesehen. Meinst du dort? Dort sollen Toilettenfresser sein? Ihr könnt es sehen, hier sind ganz viele. Oh mein Gott, es ist ja nicht nur eine, nicht nur zwei, nicht nur drei. Es sind ganz viele. Es sieht so aus, als wäre das ein Lager. Bedeutet das, es gibt nicht nur einen Toilet Eater, sondern ganz viele, mehrere Toilet Eater? Ja, ihr habt es gesehen. Es gibt Millionen Toilet Eater. Aber welcher Toilet Eater hat denn jetzt Rumi aufgegessen? Ich weiß es nicht. Der, mit dem der Kopf rausguckt. Ihr habt es gesehen, aus der Toilette guckt der Kopf von Rumi raus. Dann müssen wir ja genau diese Toilette jetzt suchen. Wir suchen sie mit euch. Ihr schaltet nicht ab. Da ist Rumi und da ist der Toilet Eater. Und er fährt weg. Ihr seht, die Toilette hat Räder und fährt weg. Hast du gesehen, wie schnell? Wir müssen hinterherfliegen mit der Drohne. Ich flieg sofort hinterher, aber die ist viel zu schnell. Wo ist sie hin? So eine schnelle Toilette habe ich ja noch nie gesehen und da ist ausgerechnet Rumi drin. Ich folge jetzt diesem Auto. Vielleicht folgt dem Auto ja der Toilette. Ja, aber wir suchen natürlich den Toilet Eater auf Rädern. Wow! Wow! Die Drohne ist gecrashed. Weil du zu schnell geflogen bist. Ich bin, glaube ich, gegen den Seil geflogen. Kannst du sie noch starten? Ihr müsst das Handy jetzt umdrehen. Die Drohne liegt auf dem Kopf. Ich kann sie nicht mehr starten. Oh nein, da ist Toilet Eater. Er läuft vorbei. Nein, was machen wir denn jetzt? Starte die Drohne. Bring sie in die Luft. Ich kann sie nicht starten.
zur Karte gehen. Wir hatten echt Glück. Wir haben Rumi sofort beim Supermarkt entdeckt. Aber der Toilettenfresser ist wieder zurück in die Kanalisation abgehauen und kann sich jetzt überall verstecken. Entweder ist der Toilettenfresser zum Boot gegangen oder zum Wald. Dann fliegen wir jetzt einfach mit euch zusammen direkt zum Wald und hoffen, dass wir den Toilet Eater finden. Und Rumi retten können. Wir sind jetzt hier in dem Wald. Hoffentlich ist hier der Toilet Eater und Rumi, damit wir sie retten können. Aber ihr wisst ja, ein Wald ist immer sehr, sehr groß. Da ist ja ein Pfeil auf dem Boden. Der zeigt nach rechts. Das bedeutet, wir müssen nach rechts fliegen. Auf keinen Fall. Wenn ein Pfeil auf dem Boden liegt, auf keinen Fall in die Richtung gehen. Wir müssen in das Gegenteil gehen, nach links. Du meinst, es ist eine Falle? Ja, das ist hundertprozentig eine Falle von Toilet Eater. Okay, du hast recht. Wir fliegen jetzt nach links, auch wenn der Pfeil nach rechts gezeigt hat. Und hoffentlich finden wir da drin Rumi und den richtigen Toilet Eater. Warte mal, ich glaube, da war was. Wirklich? Leute, ich bin vorbeigeflogen. Ich drehe um. Bist du dir ganz sicher? Ich glaube schon. Im Wald innen drin. Hier. Wo? Da hinten. Nee. Da ist doch gar nichts. Sorry, ich habe mich geirrt. Hier ist niemand. Ich dachte, der wäre Rumi gewesen oder so. Okay, wir fliegen weiter. Wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Dein Tipp, in die andere Richtung zu fliegen, war gut. Wir müssen uns aber echt beeilen, weil wir haben langsam geht uns die Zeit aus. Was ist, wenn Rumi was passiert? Was ist da? Hier ist Mira und sie kämpft gegen Toilet Eater. Was macht denn Mira da? Mira rennt weg. Dann am besten hinterher, dann retten wir jetzt Mira auf jeden Fall. Habt ihr das gesehen? Der Toilettenfresser will jetzt sogar Mira aufessen. Und hast du gesehen, es ist ein anderer Toiletten-Eater gewesen. Warum? Weil da war nicht Rumi drin. Wo ist sie hin? Ich habe sie verloren. Nein, hoch, wir müssen nach oben und den ganzen Wald mal anschauen. Soll ich aus dem Wald rausfliegen? Ja, dann können wir von oben den ganzen Wald absuchen. Okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass der Toilet Eater auch Mira angegriffen hat und essen will. Die haben gegeneinander gekämpft, aber Rumi und Mira konnten sich befreien und ist weggerannt. Ich kann es nicht glauben. Wir fliegen jetzt aus dem Wald raus und gucken, ob wir durch die Bäume irgendwas erkennen können. Wie sollen wir denn da eine Toilette oder die kleine süße Mira finden? Ich flieg mal nach da vorne. Siehst du, da ist eine Öffnung. Da ist eine Öffnung in den Bäumen. Vielleicht können wir da einen Blick reingucken. Da können wir wieder auf den Boden des Waldes schauen mit der Drohne in dem Luft aus. Das machen wir jetzt auch. Leute, ihr dürft nicht abschalten. Wir haben Rumi gefunden, aber noch nicht gerettet. Wir müssen unbedingt jetzt Mira finden. Da, meinst du dort? Ich meine hier. Ja, da können wir in den Wald reinschauen. Das ist ja richtig cool. Das machen wir jetzt auch mit euch. Wir werden nicht nur Rumi retten, wir werden jetzt auch noch Mira retten mit euch zusammen. Ich hätte nicht gedacht, dass Mira jetzt auch gleich gefressen wird. Ich fliege mal ein bisschen tiefer und schau, ob wir da reingucken können. Vielleicht sehen wir ja auch gleich was. Das sind mehrere Toiletten. Nein, und Mira, die suchen alle Mira. Denkst du, die 5, 6, 7 Toiletten hier suchen Mira? Die wissen, dass Mira im Wald ist und suchen den ganzen Wald ab. Deshalb sind es auch mehrere Toilet Eater. Das heißt, wir fliegen jetzt wieder zurück. Wir wissen, dass alle dort sind. Mira und mehrere Toiletten Eater. Die arme Mira. Stellt euch mal vor, da ist eine ganze Armee aus Toiletten und die suchen die arme Mira und Rumi haben sie schon. Ich will das gar nicht hören. Überleg mal, das würde uns passieren. Das wäre viel zu schlimm. Aus diesem Grund schaltet nicht ab. Wir haben euch. Ihr müsst das Video bis zum Ende schauen. Ihr lasst jetzt alle ein Like da, dann wird es euch auf keinen Fall passieren. Ich fliege geradeaus, oder? Ja, natürlich. Schau doch mal den kleinen Gang an. Da passt perfekt ein Toilet Eater rein. Wir fliegen mit euch jetzt hier geradeaus. Wir müssen nach... Oh, nein! Das ist Mira. Oh nein! Ich kann nicht hingucken. Sie hat gegessen. Nein, bitte nicht! Oh mein Gott, sie wird gerade aufgegessen. Toilet Eater. Mira wird von Toilet Eater gegessen. Ich kann's nicht glauben, die arme Mira wurde einfach gefressen. Lass uns zurückgehen zur Karte. Ich kann es gar nicht glauben. Mira wurde gerade aufgegessen. Aber schau doch mal, Rumis Kopf fehlt dem Toilettenesser. Ihr habt es doch vorhin gesehen. Da war wirklich noch der Kopf von Rumi drin. Jetzt ist er weg. Warum? Wie ist es passiert? Rumi ruft an. Ich kann es gar nicht glauben. Heb sofort ab! Ich bin dem Toilet Eater entkommen. Ich weiß nicht wie, aber er hat mich nicht erwischt. Ich bin durch irgendein Rohr gefallen und jetzt bin ich in der Kanalisation. Es ist dunkel hier, alles stinkt und ich höre überall Tropfen und ein merkwürdiges Grollen aus der Ferne. Meine Hände zittern, ich kann kaum das Handy halten. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Jeder Gang sieht gleich aus, die Wände sind nass und das Wasser steht mir schon fast bis zu den Knöcheln. Sehr gut, Rumi, aber sag uns, wo du bist, dann können wir dir helfen. Wenn ich nach links schaue, sehe ich nur Schatten. Sie hat einfach aufgelegt. Sie hat gerade aufgelegt, wo sie uns sagen wollte, wo sie sich befindet. Das bedeutet, wir wissen jetzt nicht, wo Rumi ist. Das bedeutet, Rumi kann sich nur noch an 3 Orten befinden. Entweder auf dem Friedhof, auf der Baustelle oder auf dem Boot im See. Wir waren gerade beim Wald und der Friedhof ist ganz in der Nähe. Deswegen lass uns sofort zu dem Friedhof fliegen. Nein! Leider konnten wir nicht hören, wo sich Rumi aufhält. Deswegen probieren wir es hier beim Friedhof. Ausgerechnet ein Friedhof, das ist doch voll gruselig. Ich habe auch irgendwie Angst. Ich will da gar nicht reinfliegen. Und Halloween kommt ja erst und wir
fliegen mit unserer Drohne über einen Friedhof? Das machen wir auf keinen Fall. Wir bleiben ganz weit oben und schauen, ob wir hier Toilet Eater oder Rumi sehen. Ich hoffe natürlich sogar nicht, dass wir Rumi hier finden, weil das ist so ein gruseliger Friedhof. Ich mag diesen Friedhof auch nicht. Friedhof ist immer so ein Horrorort. Und was ist, wenn da irgendwelche bösen Geister sind, die unsere Drohne holen? Das dürfen wir auf gar keinen Fall riskieren. Wir müssen in dieser Höhe bleiben. Wir dürfen nicht näher runterfliegen. Andererseits kann es natürlich wirklich sein, dass da Rumi sich versteckt. Aber ich sehe ihn nicht. Ich sehe Rumi nicht. Nee, du hast recht. Und Toilet Eater sehen wir dort auf dem Friedhof auch nicht. Ihr schaut hier hoffentlich noch zu. Und wenn ihr Rumi seht, dann lasst es uns gerne wissen. Aber ich sehe hier keine Toilette und auch kein Rumi. Und man muss zugeben, der Friedhof ist gar nicht so groß. Ein Toilet Eater oder Rumi würden wir doch von da oben erkennen. Lasst uns doch einfach zurück zur Karte gehen. Hier am Friedhof ist niemand. Ist mir zu gruselig. Der Friedhof war viel zu gruselig. Aus diesem Grund fliegen wir jetzt mit unserer Drohne direkt zum Boot. Ihr seht hier direkt die Boote. Die Karte hat nicht gelogen. Und das Gute ist, wir haben Rumi nicht auf dem Friedhof gefunden. Das heißt, vielleicht ist sie dort bei den Booten. Wir müssen jetzt aber auch noch nach Mira Ausschau halten. Ihr habt es ja gesehen, Mira wurde auch gegessen. Gott sei Dank konnte sich aber Rumi von Toilet Eater befreien. Das bedeutet, für Mira besteht auch noch eine Chance, dass sie sich retten kann. Ja, deshalb müssen wir jetzt unbedingt schauen, ob sie sich vielleicht hinter einem Boot verstecken. Ich sehe sie aber nicht. Ich sehe Rumi nicht. Wir haben ja mit ihr telefoniert. Aber sie konnte uns leider nicht mehr sagen, wo sie sich aufhält. Auf dem Friedhof nicht. Hoffentlich finden wir sie hier bei den Booten. Wir haben nur eine Möglichkeit. Wir müssen mit der Drohne einfach alles ganz genau abfliegen und hoffen auf Glück. Ich suche hier weiter. Vielleicht versteckt sie sich ja hier hinter dem Gebäude. Ihr könnt es sehen. Das kann natürlich sein. Bei den Booten war sie nicht, aber vielleicht dahinter. Wenn ihr Rumi seht, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert unseren Kanal nochmal. Bitte, abonnieren ist komplett kostenlos. Weil nur zusammen können wir Rumi retten. Das ist wieder eine Armee von Toilet Eater. Das sind ja so viele. Wie krass ist das denn? So viele Toilet Eater. Das bedeutet, an jedem Ort gibt es irgendwo eine Produktionsstätte, wo die Toiletfresser hergestellt werden. Das werden ja langsam Tausende von Tausenden. Wir suchen weiter. Hier sind Schiffe im Wasser. Vielleicht befindet sich ja sie hier. Natürlich, das sind jetzt größere Boote. Vorhin waren es kleine Boote, das sind jetzt große Boote. Aber hier ist keine Rumi. Wo ist Rumi hin? Ich weiß es nicht. Und wo ist Toilet Eater? Oder mag Toilet Eater kein Wasser? Aber in der Toilette ist doch auch Wasser drin. Hier gibt es ganz viele Boote. Wir müssen alle abfliegen einfach und ihr dürft nicht abschalten. Die Boote werden ja immer größer. Von klein auf mittel und jetzt ganz große Frachter. Da kann sich natürlich eine Rumi perfekt verstecken. Aber es waren so viele Toilet Eater, die überrennen doch das Ganze einfach. Vielleicht versteckt sie sich hier in irgendeinem Gebäude, in irgendeiner Halle. Das kann natürlich auch sein. Wir fliegen mal jetzt etwas näher ran und weiter runter. Ich sehe aber niemanden. Ich sehe keine Rumi und auch kein Toilet Eater. Ja, und Mira ist immer noch gefressen worden, oder wie? Guck mal, da hinten ist eine Brücke. Vielleicht versteckt sie sich ja unter der Brücke. Unter der Brücke finde ich eigentlich ein sehr, sehr gutes Versteck. Wie wäre es, wenn wir jetzt mit der Drohne mal unter die Brücke fliegen? Wir fliegen mit euch jetzt zusammen unter die Brücke und ihr könnt es sehen, auf der Brücke fahren ganz viele Autos. Aber das ist echt eine große Brücke. Da gibt es bestimmt ganz viele Verstecke. Ich muss aufpassen, hier sind überall Bäume. Nicht, dass wir unsere letzte und zweite Drohne auch kaputt machen. Du weißt, danach haben wir keine dritte Drohne mehr. Ist die Drohne kaputt, haben wir es nicht geschafft, Rumi zu retten. Aber guck mal, hier sind ganz kleine Autos für Kinder. Wieso denn so kleine Autos? So kleine Autos gibt es doch gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Leute, hier kann sich doch nicht Rumi aufhalten, oder? So groß ist doch gerade mein Toilet Eater. Wir müssen auf jeden Fall Rumi finden oder Mira. Von den beiden! Oh nein, Zoe! Da ist Zoe und sie kämpft mit Toilet Eater. Es gibt doch nicht. Jetzt ist auch noch Zoe als nächstes dran. Nein, hier gucken, sie wird gerade gegessen. Toilet Eater isst gerade. Die arme Zoe, ihr habt's gesehen, sie hat wacker gekämpft, aber am Ende hat sie verloren und Toilet Eater hat sie aufgefressen. Wo ist Toilet Eater hin? Der kann doch nicht einfach Zoe aufessen und jetzt ist sie weg. Natürlich abgehauen, weil ihre Mission war erfolgreich und du weißt doch, wie schnell Toilet Eater ist. Wusch und weg! Das bedeutet, der Toilet Eater ist jetzt wahrscheinlich wieder unten in der Kanalisation. Ja, was machen wir dann hier? Warum sind wir dann immer noch unter der Brücke? Wir konnten Zoe nicht retten, aber wir haben noch eine Chance, Rumi zu retten. Wir müssen auf jeden Fall zurück zu unserer Karte. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, dann beeil dich, steh auf! Leute, wir gehen jetzt zurück zu unserer Karte und suchen Rumi. Ich kann es nicht glauben. Zoe wurde gerade aufgegessen von dem Toilettenfresser. Dann lass uns direkt zur Baustelle fliegen, um Rumi zu retten. Das ist unsere einzigste Chance. Hier haben wir noch nicht geguckt. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Drohne muss in die Luft. Das ist unsere letzte Chance. Hoffentlich finden wir Rumi hier auf der Baustelle. Ich kann nur eins sagen, wir werden es schaffen.
schaffen. Wir werden Rumi retten vor dem bösen Toilet Eater. Ihr habt ja auf der Karte gesehen, der Toilet Eater war alleine. Der Kopf von Rumi war nicht mehr in der Toilette drin. Und eine Baustelle ist ein sehr guter Platz, um sehr gute Verstecke zu suchen. Wir wissen auf jeden Fall, dass Mira gegessen wurde und jetzt auch noch Zoe von dem bösen Toilettenfresser. Aber Rumi kriegt der Toilet Eater nicht. Wir müssen Rumi auf jeden Fall mit euch... Da ist sie! Rumi versteckt sich, ihr seht es. Sehr gutes Versteck. In der Baustelle, in dem kaputten Haus drin. In der letzten Etage, wo der Toilet Eater nicht hin kann. Jetzt am besten suchen wir jetzt Toilet Eater und schauen, ob Toilet Eater überhaupt in der Nähe ist. Rumi ist wieder zurückgegangen. Rumi versteckt sich in dem Gebäude, da können wir aber nicht rein. Natürlich nicht, aber Toilet Eater kann auch nicht rein. Das heißt, Toilet Eater muss irgendwo da unten sein oder am Haus. Okay, wir fliegen weiter, Freunde. Ihr könnt es sehen, dieses Versteck ist perfekt. Rumi ist wirklich schlau. Genau da habt ihr gerade Rumi gesehen. Genau da versteckt sich Rumi im Gebäude drin. Ihr könnt es sehen, guckt mal, Freunde. Hier sind ganz viele große Öffnungen. Und überhaupt kein Fenster mehr. Man könnte da eigentlich mit der Drohne reinfliegen, weil es keine Fenster gibt. Wir fliegen jetzt auch zusammen mit euch rein. Nein! Rumi kämpft! Nein! Wir kämpfen mit Toilet Eater! Toilet Eater hat Rumi gefunden. Ich hoffe, Rumi ist stärker mit ihrem Schwert! Rumi rennt weg, sie rennt weg! Ja! Ich glaube, Rumi schafft es wirklich! Freunde, ihr könnt es sehen, die Rumi ist wirklich tapfer und stark, sie ist abgehauen. Und sie wurde, ganz wichtig, nicht aufgegessen. Das bedeutet, Rumi hat sich gerade erfolgreich gegen den Toilet Eater gewehrt. Das bedeutet aber auch, Toilet Eater weiß, wo Rumi ist. Toilet Eater ist auch bei der Baustelle. Und ihr wisst ja, ein Toilet Eater kommt selten allein. Jetzt kommen wahrscheinlich bestimmt noch alle seine Freunde. Deshalb müssen wir mit der Drohne jetzt weiterfliegen. Ich weiß, dass wir es schaffen. Rumi mit uns zusammen werden es schaffen. Das sicherste ist, wenn sie sich innerhalb des Gebäudes verstecken. Ja, natürlich. Und deshalb fliegen wir außen rum und schauen, ob da noch andere Toilet Eater sind. Das ist die Tür. Was ist damit? Die ist offen. Soll ich reinfliegen? Das ist doch unsere Chance. Die Tür ist offen. Wie geil ist das denn? Wir fliegen mit euch jetzt zusammen in diese Tür hier rein und dann hoffen wir, dass wir Rumi retten können. Dann schauen wir mal, was hinter der Türe sich befindet. Oh mein Gott! Da ist sie. Hier ist Rumi. Warte, sie winkt uns. Sie braucht unsere Hilfe. Aber wir können doch nichts ausrichten mit der Drohne. Dann müssen wir jetzt sofort zu dieser Baustelle gehen. Ihr kommt mit zur Baustelle. Wir retten Rumi mit euch zusammen.